Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Meer in Griechenland, wo wir gerade angekommen sind. In diesem Video zeige ich euch mal, mit welchem Gepäck wir jetzt so die letzten Wochen unterwegs waren auf dem ACT in Albanien, Montenegro und dem Weg dahin. Wir hatten ja wirklich alles dabei oder haben es immer noch alles dabei. Und wie wir das Ganze verpackt haben und wo das sich alles am Motorrad befindet, das erfahrt ihr jetzt in dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Angefangen erstmal bei der Kleidung. Da haben wir jetzt dieses Mal auch wirklich was anders gemacht als die bisherigen Reisen, weil wir wussten, wir fahren sehr viel Offroad. Haben wir einfach mal aus unserer Motorradkleidung, ich fahre ja den Motorradanzug Rambler von Touratech, da haben wir einfach aus der Jacke all unsere Polster rausgenommen und stattdessen diese Protektorenweste einfach drunter gezogen und dann, wenn es warm war, haben wir einfach die Jacke weggelassen und einfach hinten aufs Motorrad geklemmt. Wenn es kalt war, haben wir die einfach angezogen und das hat ziemlich gut funktioniert. Jetzt der Riesenvorteil ist einfach, dass man sich leicht bekleidet auf dem Motorrad in der Mittagshitze, wenn man sich dann dadurch schwierige Strecken kämpft, bewegen kann. Ansonsten ist auf der Africa Twin das Discovery 2 Softgepäcksystem. Hier liegt noch eine GoPro rum, die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Und in der großen Tasche, das ist eine 50 Liter Rackpack-Tasche, da haben wir das ganze Zelt- und Camping-Equipment drin. Da sieht man schon das große Ausrufezeichen vom Zelt. Boah, es ist jetzt natürlich alles nass in der Tasche, weil wir haben die nass eingepackt, als wir in Kroatien das letzte Mal abgebaut haben. Naja, nicht so geil. Gut, dass wir es jetzt auspacken. Wir haben hier einmal Campingstühle, unseren Campingtisch, das Zelt und hier sind noch die Heringe, das Vorzelt und die Plane, die man zum Schutz vom Schlafzelt noch drunter legen kann, wenn es steinig ist. Also das ist alles in der großen Tasche, die ja unser ganzes Camping-Equipment beinhaltet. Vieles der Materialien, wie zum Beispiel die Stühle, der Campingtisch, das alles findet ihr in der Infobox, auch das Zelt. Dazu habe ich auch schon ein paar Videos gemacht, verlinke ich euch auch gerne nochmal in der Videobeschreibung. Jetzt haben wir gleich wieder die Kommentare. Nee, das ist ja hier wie dieses Shopping-Fernsehen, ne? Die will ja nur verkaufen. Das ist ja nur Werbung. Das ist ja nicht auszuhalten. Leute, das ist mir doch scheißegal, was ihr fahrt. Ich kann euch nur sagen, was ich fahre. Und manche interessiert's, ne? Und die es nicht interessiert, Leute, dann guckt es doch nicht. Es gibt so viele andere Videos hier auf YouTube. Dann guckt ihr den Scheiß doch an. Dann müsst ihr nicht meinen Kanal gucken, du. Das ist mir doch scheißegal. Das geht. Ich weiß Motorrad. Und darum geht's nämlich. Irgendwas braucht man ja, womit man fährt, ne? Tschüss. Oh, wie unangenehm. Echt unangenehm. Ich dachte, du fluchst jetzt ein bisschen. Nee, es ist noch zu früh morgens. Hör auf mit diesem holländischen. Manchmal habe ich einen Holländer drin. Da kann ich nichts machen. Da. Das ist mit dem Maßkränzchen und mit dem Fisch und Chips und... Oh je. Oh je, jetzt lass uns mal los hier. Kinder, packt eure Sachen, habt ihr einen Rucksack, Trinkpäckchen, alle dabei. Los. Wir müssen schnell bei der Polizei anrufen, die Caro hat wieder Werbung gemacht. Dann hat dieses Discovery-Gepäcksystem links und rechts nochmal 2 Packsäcke. An der Africa Twin waren jetzt auf der Reise in der einen Tasche immer unsere Schlafsäcke drin. Das Ganze zieht man dann einfach seitlich so raus und kann es dann ziemlich leicht eben ins Zelt holen und dort den Inhalt aus den Taschen rausräumen. Das Ganze ist wasserfest da drin verpackt. Man rollt es einfach hier so um und in dieser Seite, ich habe das dann immer noch mal gekennzeichnet hier mit so einem Gummiband, damit ich weiß, was in welcher Tasche ist. Und in der Tasche mit dem Gummiband, da ist meine Kleidung drin. Dann haben wir hier an den Taschen auch noch mal so kleine Extrataschen an jeder Seite. Hier in der mit dem roten Gummiband gekennzeichneten Tasche, da haben wir unser Medizinfach. Jetzt erstmal sind da so ein paar Feuchttücher drin, weil bevor man irgendwas versorgt an Wunde, macht man sich vielleicht doch mal eben kurz die Hände trocken. Ah, okay, der Airman ist hier auch noch mal wasserdicht in so einer Tüte verpackt. Airman habe ich immer gerne dabei, weil unterwegs, wenn mal da ein platter Reifen oder sowas ist, dann kann man damit eben wenigstens wieder Luft in den Reifen bekommen oder auch einfach den Luftdruck mal messen. Das geht damit
wunderbar. Den habe ich jetzt schon echt viele Reisen mit dabei. Bis jetzt allerdings auch noch nie wirklich gebraucht unterwegs. Trotzdem besser dabei haben als brauchen. Genau, hier sind dann unsere Medikamente drin. Ich habe das deswegen außen, damit das immer zugänglich ist. Aber auch diese Medizintasche brauchten wir eigentlich jetzt auf der Reise nicht, außer einmal, ich musste an die Antiallergikumstabletten dran, wegen Gras und Pollenallergie. In der anderen seitlichen Tasche, die sind auch schon ziemlich dreckig. Da haben wir einmal hier meine Sonnenbrille. Allerdings ist das ein Gegenstand, den ich jetzt auf der Reise dabei hatte, wo ich sagen würde, no, würde ich nicht nochmal mitnehmen. Ich habe das jetzt ausprobiert, weil ich dachte, wir fahren hier in eine sonnige Gegend, aber beim Fahren unterm Helm kann ich das gar nicht haben. Das drückt mir immer hier so hinter das Ohr rein. Wir hatten jetzt mal irgendwie einen Ruhetag, wo ich die mal aufgesetzt habe, aber dafür die jetzt immer mitschleppen und wahrscheinlich ist sie am Ende der Reise kaputt oder so. Noch ist sie heil, werde ich beim nächsten Mal zu Hause lassen. Ansonsten haben wir hier noch eine Campinglampe. Die fand ich ganz cool, weil das mit Solar ist. Die kann man so auseinanderdrehen und dann ziehen. Die kann man aber auch alternativ zu Solar mit USB-Anschlüssen laden. Die kommt halt besonders dann zum Einsatz, wenn wir jetzt halt campen. Hängt man sich die schön ins Zelt. Ansonsten auch dabei ist einfach noch so eine Kopflampe. Die ist, ich verpacke immer alles in so kleine Tüten, damit das nicht alles sofort nass ist, wenn man mal in einen Regenschauer kommt oder in den Fluss reinfällt. Genau, die habe ich auch immer dabei, die halt auch sehr geil praktisch zu laden ist. So einem herausnehmbaren Akku, das sich eben auch über einen USB-Anschluss laden lässt. Ansonsten haben wir in der Tasche eine Flasche Wasser, immer noch mal so als Notaggregat. Gerade Offroad schwitzt man sich ja oft den Wolf. Und weil ich die Erfahrung gemacht habe und wir haben wirklich auch den Fall gehabt, es ist ein Bremshebel abgebrochen und deswegen habe ich das Ganze einmal für die Afrika Twin in Ersatz dabei, Brems- und Kupplungshebel und für die Transalp auch nochmal Brems- und Kupplungshebel in Ersatz. Das habe ich auch hier hinten drin und außerdem ist da noch, meine Güte, was da alles reinpasst, ein Schloss, falls man mal Helm oder Stiefel ans Motorrad schließen muss. Und, genau, was haben wir hier? Okay, eine Klemme noch, so eine Ram-Mount-Klemme und hier ein Victorinox-Messer. Ich habe das gefunden in einem Fluss in Albanien, wo ich reingefallen bin. Damit ist diese Tasche dann auch leer. Und weil die Bitte aufkam, dass man mal so ein kleines Review machen soll zu dem Gepäcksystem, mal eben kurz dazwischen geschoben. Also grundsätzlich ist das ein echt geiles Gepäcksystem. Ich habe das sehr, sehr genossen, damit jetzt zu fahren. Ihr müsst allerdings, wenn ihr das habt, darauf achten, dass ihr diese kleinen Taschen nicht zu voll macht, weil ansonsten bekommt ihr die großen da ganz schwer rein. Aber die sitzen bombenfest. Mit und ohne Kofferträgern darunter. Kommen wir jetzt auf jeden Fall zur Transalp, was wir da alles drauf haben. In der rechten Seitentasche ist Juliens Kleidung. Das Geile ist, man kann die halt richtig schön vakuumisieren. Ihr habt hier nämlich so ein kleines Ventilchen dran. Die haben jetzt die Tasche so einigermaßen klein gemacht, aber da geht noch was. Macht das Ventil mal auf und dann gehe ich da so drauf. Jetzt geht da noch was raus und dann mache ich es zu. Die ist platt wie Geflunder. In der kleinen Tasche dahinter haben wir unsere Campingtöpfe. Die passen da perfekt rein. Noch ein bisschen Müsli da drin und darunter passt sogar noch der Gaskocher. Wir haben das jetzt hier Campinggas dabei, weil das kriegt man hier eigentlich überall auch wieder mit dem Aufsatz hier. Diese Taschen sind nicht wasserdicht, also da schwimmt jetzt das Wasser drin. Wir sind halt auch durch ziemlich tiefe Flüsse gefahren und gefallen. Das Motorrad lag auch komplett im Fluss drin. Von daher ließ sich das jetzt nicht vermeiden, dass der Inhalt der Taschen nass wird. Aber das muss man halt wissen, wenn man die bepackt. So, in der anderen Tasche hier, da ist unser Essen drin. Da ist gerade ein bisschen ungesundes Zeug, aber auch Müsli-Riegel und Wasser und so haben wir halt auch immer dabei. Und hat einfach den riesen Vorteil, wenn man jetzt ein Hotel hat oder so, kann man diese Tasche einfach mit rausnehmen. Man weiß, hier ist das ganze Essen drin, man weiß, was hat man noch so dabei. Und wir hatten es jetzt auch oft so, wenn wir im Hotel waren, dass wir einfach die Tasche mit dem Zelt auf der Afrika schon draufgelassen haben. Wenn wir wussten, die Motorräder stehen sicher, dann haben wir die Tasche einfach draufgelassen, auch mit den Schlafsäcken. Ich habe das einfach da dran gelassen, ist nicht weggekommen. Haben wir jetzt, wie gesagt, ja alles dabei. Und von daher eine sehr angenehme Softbag-Kombination hier. Genau, und in der kleinen Tasche auf der anderen Seite sind noch Juliens Sneaker dabei. Jetzt nehme ich gleich noch die große Tasche hier ab und dann schauen wir uns das Ganze mal im Zelt an, was da denn alles drin ist. Ich kann die Sachen aus der Tasche jetzt hier gerade noch nicht alle in dem Innenzelt ausbreiten, weil es noch komplett nass ist. Das muss jetzt hier erstmal trocknen. Ich lege sie einfach mal hier vorne hin. Also wir haben einmal hier so eine Bauchtasche noch dabei, die ich eigentlich immer an mir trage, wenn ich Offroad fahre und unterwegs halt Filmaufnahmen mache. Da ist dann sowas drin wie mein Mikrofon, was ich hier dann trage, weil oft
oft ist es halt so windig, dass man mit dem Handy sonst keine Sprachaufnahmen machen kann. Dann sind hier drin meine Sneaker auch nochmal verpackt. Dann haben wir hier meinen Kulturbeutel einmal drin, eine Media Equipment Tasche, genauso wie meinen Laptop in der Kuchenform, das kennt ihr ja schon. Juliens Kulturbeutel. Hier ist dann nochmal so ein Stativ für die GoPro. Unsere Teller sind da drin. Die beiden Isomatten. Dann noch eine Decke, so eine Fließdecke. Wir haben die einfach gerne dabei, wenn es einmal zu heiß ist für Schlafsäcke oder wenn man noch nicht in die Schlafsäcke will, vielleicht noch draußen sitzt oder so. Man braucht irgendwas zum Überlegen. Ich bin halt so eine kleine Friertante, deswegen habe ich dann immer ganz gerne so eine Decke dabei. Und dann unsere Handtücher. Normalerweise gibt es ja diese schnell trocknenden Sport- und Reisehandtücher und ich finde die immer sehr unangenehm auf dem Körper. Irgendwie machen die nicht richtig trocken und gleichzeitig sind die unangenehm auf der Haut. Und das ist so mit Bambus-Aktivkohle. Die nehmen halt richtig wenig Platz weg, trocknen ganz schnell und sind aber viel angenehmer auf der Haut. Bin total happy, dass wir die jetzt dabei haben. Jo, außerdem hier in der Tasche sind noch Ersatzhandschuhe. Haben wir hier noch Linsen für die Insta in so einem Karton, damit die geschützt sind. Dann habe ich ja hier immer noch so eine große Powerbank mit einem Anschluss für den Laptop. Und noch einen Ersatzgurt. Also wie ihr seht, es ist teilweise so ein bisschen durcheinander, aber eigentlich ist da schon ein System hinter. Das ein oder andere Teil verirrt sich nur manchmal in eine Tasche, wo es eigentlich dann thematisch nicht reingehört. Eigentlich ist es auch so gedacht, dass man die Rackpack-Tasche hier so einbindet. Hier habt ihr nochmal so die Möglichkeit, das Ganze aufzuklappen und die dann quasi hier so mit festzumachen. Uns war das jetzt anders lieber. Wir haben hier einfach noch einen Rucksack einfach dazwischen geklemmt und da sind noch Zusatzabspanngurte drin, falls uns diese Rockstraps mal irgendwie kaputt gehen oder verloren gehen oder so, dass man dann auf jeden Fall irgendwie weiterfahren kann. An den vorderen Sturzbügeln sind nochmal kleine Taschen, ebenfalls von Touratech Extreme. Die haben einmal die Funktion, meine Badelatschen zu transportieren. Das Ganze auch nochmal an der anderen Seite. Es ist echt schon richtig dreckig, aber gut. Und dann sind da Juliens Latschen drin. Bei Julien an der Transalp vorne in der kleinen Seitentasche am Sturzbügel haben wir ganz viel Bordwerkzeug. Es klebt alles total. Was ist da ausgelaufen? Ich weiß es nicht. Hier haben wir dabei, lecker, Kettensprühfett, weil wir das natürlich auch jetzt bei den Motorrädern von Hand machen. Dann haben wir hier noch ein, ich glaube, das war's, Reifenreparaturset, Spray. Das scheint also irgendwie ausgelaufen zu sein. Oh, lecker, 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 Leute. Geil, was man so alles herausfindet. Oh ja, das schwimmt da so ein bisschen alles drin rum. Und dann hier noch Werkzeug. Was genau das ist, gucken wir uns gleich an. Andere Seite, noch mehr Bordwerkzeug. Ich baue jetzt hier in der Zwischenzeit mal unsere Campingstühle auf, während im Zelt alles etwas trocknen kann. Die Stühle, die haben wir auch schon echt jetzt ein paar Mal dabei gehabt. Die haben sich wirklich schon bewährt, sind quasi das günstige Pendant zu diesen Helinox-Stühlen, die ja durch ihre totale Leichtigkeit punkten. Und das würde ich bei diesen hier auch behaupten. Die sind leicht aufzubauen, haben wenig Gewicht. Und wie lange fahren wir damit jetzt schon durch die Gegend? Also ich mit meinem auf jeden Fall schon, Deutschlandreise 2021. Und davor hatte ich den ja auch schon. Jetzt baue ich den trotzdem gerade hier falsch rum auf, oder? Nee, ist gut so. Ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die wir auch jetzt schon länger im Test haben. Ja, und mit der Zeit wird man ja irgendwie auch bequemer und deswegen jetzt seit Sardinien 2024 dann auch immer mit einem Tisch an Bord unterwegs, weil dieser Tisch auch einfach eine coole Sache ist. Also finde ich wirklich, gerade wenn man halt auch selber kocht, ne? Also ich meine, ich habe schon oft in den Kommentaren gelesen, dass sich Leute aufregen, was wir alles dabei haben, aber ich denke mir halt irgendwie, ich will auch nicht nur essen gehen, ich will halt auch gerne mal so ein bisschen mehr autark sein und auch wenn wir meistens auf Campingplätzen stehen, finde ich es schön, selber zu kochen und ja, ich meine, ich arbeite natürlich auch immer, ne? Abends noch die Daten sichern und so ohne Tisch, das ist alles irgendwie so hampelig. Deswegen, ich genieße es, dass wir den haben, den Tisch und möchte ihn nicht mehr missen.
Er sieht jetzt natürlich schon echt auch gebraucht aus, aber gut, dafür sind die Sachen da. Hier nochmal was, um was dran zu hängen. Und man kann natürlich auch unten nochmal hier so ein Netz einhängen. Ja, für mich ist Zelten nicht nur Mittel zum Zweck, nach dem Motto bloß günstig irgendwie unterwegs sein. Das ist absolut was ich liebe. So, ich mache das, um in der Natur zu sein, um draußen zu sein und einfach das zu tun, was ich mag. Also mir wird was fehlen, wenn ich das Zelt nicht dabei hätte. So, jetzt haben wir aber auch hier bis zum letzten Tool alles aufgebaut an dem Tisch. So, dann seht ihr ihn mal in seiner vollen Größe und Schönheit. Ja, Leute, also das mit dem Reparaturspray und der Seitentasche, packt euch das am besten, das Spray nochmal extra in so einen wasserdichten Sack. Das geht nicht raus. Das ist super hartnäckig. Haben wir dann jetzt auch herausgefunden. Man lernt mit jeder Reise dazu. So, ich habe das Bordwerkzeug jetzt mal rausgenommen, um euch zu zeigen, was wir so dabei haben und habe gerade festgestellt, dass auch da Wasser reingekommen ist. Also mein Tipp an der Stelle, packt euer Bordwerkzeug nochmal irgendwie wasserdicht in die Taschen rein, weil wenn das nass wird, es ist halt jetzt alles irgendwie so ein bisschen, ranzig irgendwie. Naja, schauen wir uns an, was im Bordwerkzeug dabei ist. So, wir haben hier einmal verschiedene Arten von Zangen, genauso wie einmal hier solche Kreuzschraubendreher und einen langen Schlitz. Dann haben wir hier Epoxid, Schnellreparatur, 2 Komponentenkleber für eventuell, weiß ich nicht, wenn mal der Tank undicht ist oder sowas. Immer dabei und schon oft gebraucht. Kabelbinder in verschiedenen Größen. Diese Inbusschlüssel zum Beispiel, um hier den Lenker zu verstellen. Dann haben wir hier eine Knarre mit einer 27er Nuss für die Hinterachse der Afrika Twin. Genauso wie verschiedene Größen von Schlüsseln, passend zu den Schrauben der Afrika Twin und der Transalp. Dann haben wir hier noch Klebeband für die Schlauchlosreifen der Afrika Twin Reifenreparaturset. Hier diese Streifen, dann macht man erst das Loch ein bisschen hiermit so auf und drückt die dann beziehungsweise zieht die dann da so rein. Ich habe das selber auch noch nicht gemacht, aber für den Fall das haben wir es auf jeden Fall dabei. Genauso wie hier auch nochmal so ein Sekundenkleber, dass wir irgendwas Plastikmäßiges kleben können. Und hier auch nochmal verschiedene Aufsätze für diesen Schlüssel hier. Und in der anderen Tasche, die hier gerade noch zum Trocknen hängt, haben wir hier diese Reifenmontierhebel, eine kleine Säge bzw. ein Sägeblatt. Hier nochmal diese Kabelverbinder. Das ist, um Ventile rauszudrehen. Kabelzüge, also wie jetzt ein Kupplungszug. Dann Reparaturzeug für Schlauchreifen und Felgenschützer, falls wir mal die Reifen wechseln, dass die nicht so kaputt gehen. Jo, ihr Lieben, das war das Video von unserem Gepäck, was wir auf der Balkanreise 2025 dabei hatten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne wieder mal ein Däumchen dalassen und wenn noch nicht geschehen, ein Abo. Dann sehen wir uns zum nächsten Video. Euch erstmal noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.